Für dieses Projekt benötigen wir Holzperlen in unterschiedlichen Größen. Ich verwende hier Holzperlen mit der Größe von 20 mm, 16, 12 und 10 mm und dann noch vereinzelt etwas größere Perlen hier mit dem Durchmesser von 25 und 30 mm. Dann brauchen wir einen Gardinenring, eine Nadel und so ein Baumwollgarn. Meins hat einen Durchmesser von 1 mm. Als erstes schneiden wir uns 3 Schnüre zurecht, die jeweils eine Länge von 4 Metern haben, greifen das dann in der Mitte, sodass wir quasi eine Doppelschnur bekommen, die 2 Meter lang ist. Und dann befestigen wir die 3 Schnüre hier an unseren Gardinenring. Als erstes nehme ich mir hier die äußere Doppelschnur und fädel beide Fäden durch eine Nadel. Und dann beginnen wir damit, die Holzperlen aufzufädeln. Und zwar lasse ich hier erstmal einen Abstand, so von circa knapp 20 cm. Und nehme jetzt erstmal eine 12 mm Perle und fädel die auf. Und dann nehme ich mir 3 10 mm Perlen. Dann wieder eine 12 mm Perle, dann eine 16 und danach eine 20 mm Perle. Dann folgt erstmal ein Doppelknoten. So, jetzt lassen wir wieder eine kleine Lücke und fädeln wieder eine 16 mm Perle auf, dann eine 12 mm und dann 3 10 mm Perlen. So, als nächstes ziehen wir die Nadel ab und fädeln die nur durch einen Faden. So, und dann nehmen wir eine 10 mm Perle, dann eine 12 mm Perle, eine 16 mm Perle, dann wieder eine 12 und am Schluss eine 10 mm Perle auf. Das gleiche machen wir jetzt auch mit dem anderen Faden, das heißt, wir fädeln die gleichen Perlen auf. So, und dann folgen wieder wie hier oben 3 10 mm Perlen, eine 12 und eine 16 mm Perle. So, und das gleiche machen wir jetzt mit den anderen 2 Fäden auch. Wenn das dann gemacht ist, nehmen wir uns eine dieser 30 mm Perlen und fädeln die jeweils einmal noch auf. Dann nehmen wir uns einen dieser beiden Fäden und führen den durch eine Nadel. Und dann fädeln wir folgende Perlen auf. Und zwar mit dem Durchmesser von 20, 16, 12, 10, 12, 16 und 20 mm. So, und das gleiche machen wir mit den restlichen Fäden auch. Wenn das dann gemacht ist, legen wir uns die Perlen so in einem Zickzack vor uns und nehmen uns dann immer diese beiden Fäden und fädeln da jetzt eine Holzperle mit dem Durchmesser von 25 mm auf. Und dann nehmen wir die äußeren beiden Fäden und fädeln die auf eine Nadel und führen da auch eine Perle durch, sodass sich dann alles zu einem Kreis schließt. Als nächstes nehmen wir uns wieder einen dieser beiden Fäden, die jetzt aus der letzten Perle rauskommen. Und da müssen wir jetzt auch ein bisschen darauf achten, dass sich das hier alles nicht so verheddert. Und dann fädeln wir folgende Perlen auf, und zwar mit dem Durchmesser von
16, 2 mal 12, dann 3 mal 10, wieder 2 mal 12 und einmal 16 auf. So, und das gleiche machen wir mit den übrigen 5 Fäden genauso. Wenn das dann gemacht ist, legen wir uns das Ganze wieder in so einem Zickzack vor uns und fädeln diese beiden Schnüre auf. Und da kommt dann eine 20 mm Perle drauf. So, und dann nehmen wir uns wieder die beiden äußeren Fäden und fädeln da auch eine 20 mm Perle auf. Dann fädeln wir uns wieder jeweils einen Faden auf und fädeln auf jeden Faden folgende Perlen auf. 3 12 mm, eine 10 mm und wieder 3 12 mm Perlen. Und das gleiche wiederholen wir mit den übrigen Schnüren. Dann fädeln wir wieder jeweils 2 Fäden auf und fädeln so eine 20 mm Perle wie eben auch auf. Dann kommt noch mal eine 12 mm Perle. So, und dann fädeln wir alle 3 Doppelschnüre durch eine 25 mm Perle. Wenn man das dann gemacht hat, hängt man sich das Ganze am besten auf und schiebt hier die Perlen noch so ein bisschen nach oben. So, und zum Schluss fädeln wir einfach noch so ein paar Perlen ans Ende. So, am Ende fädeln wir noch mal einen einzelnen Faden durch die Perle und gehen dann mit der Nadel noch mal von oben durch die letzte Perle und verknoten das Ganze dann am besten mit einem Doppel- oder dreifachen Knoten. So, und dann machen wir noch mal mit allen Fäden einen Knoten.